Servus Leute und willkommen zurück zur Coast Guard. So, wir sollen jetzt endlich die Bohrinsel überprüfen, die ich eigentlich schon ganz am Anfang ansteuern wollte. Fatima Coleman and I are on our way with the Luke Fox. We're going to take another look at the oil rig. I have a weird feeling about it for some reason. Captain Figment, what is your current status? Not too problematic. There's hardly any more water getting in. But we'd still like to keep the pumps just in case our ceiling doesn't hold. No problem. Larry, can you take care of that? Typical. Just leave me behind with all the equipment that I have no idea how to use. Scheiße, No worries, you can do it. We'll be right back. We just want to be extra sure. All right, off to the offshore island. Passt, wir sind am Weg natürlich schon zur Insel, die pumpen dort noch brav. Halt, das kleine Schiff ist ja ganz okay, aber ich finde es zum Beispiel schade jetzt. Wir haben zwar da einen Finn drinnen, aber es ist Fatima ja auch dabei. Und ich glaube, der andere ist ja auch dabei. Wieso halt sieht man denn nicht die Charaktere? Halt, die fehlen da jetzt komplett. Das sind ein paar so Kleinigkeiten, die ja schon geil wären. Sind natürlich nicht unbedingt notwendig, aber sie wären schon cool. So, wir sind in der Nähe. Benenne den Logbucheintrag. Alles nur ein Traum. Ist das jetzt der neue schon? Auf diesem merkwürdigen Bohrinsel gehen die Bohrinsel. Dann nehmen wir es mal Bohrinsel. So. Düt. Soundpack. So, jetzt sind wir gleich auf der Bohrinsel. Oder doch nicht, oder doch, keine Ahnung. Was erwartet uns? Ah, wir sind wieder am Schiff. Maybe I'll find some objects that will jog my memory a bit. Ja, das wollte man die ganze Zeit schon machen. Da hat die Glühbirne zerfetzt. Da ist nichts mehr. Was soll ich denn jetzt noch suchen? Ich weiß nicht, ob ich da was zerhauen kann oder so. Da schaut, dass man die Dinge nicht angezeigt bekommt oder so. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt noch hingehen soll. So, probieren wir es bei der da auch noch einmal. Auch nicht. Keine Ahnung. So, wir waren da, da unten waren wir. Warte mal, jetzt probieren wir aus. Das geht auch nicht. So ein Dreck da jetzt, ich weiß nicht. Halt, die andere Sache ist ja ganz so gut und schön. Aber was soll man hier machen? Okay, der Ölpressure ist ziemlich high, das sollte ein bisschen im Normalbereich sein. Vielleicht sollte man da ein bisschen Öl ablassen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer. So, wir haben den Raum, wir haben den Raum. Na geh. Okay. Danke sehr. So, der Raum geht ja nicht. Das ist noch immer abgeschlossen. Das ist der komische Luftkompressor, den wir nicht wirklich brauchen. Vielleicht geht da der Hammer einsetzen. No. Ah, warte mal. Da war doch gerade ein Handsymbol. Ach so, das ist die eine. Was ist? Hä? What the hell? Was für ein Handsymbol ist da? Keine Ahnung. Ich glaube, ich übersehe die ganze Zeit da irgendwelche Türen. Da müsste ja auch noch irgendwo ein Raum sein. So, das haben wir ja schon gemacht, die Schiffskarte. OR. I can remember what OR means. Ah, okay. Yeah, that's right. Oil rig. Ölbohrinsel, okay. Oil rig. Ah, kann sein, dass das Schiff da... Na, aber das ist nicht das Geisterschiff, kann nicht das Schiff sein. Ich erinnere mich an einen Einsatz kurz vor der Bohrinsel, Petrodauer 5. Wir haben einen Mitarbeiter der Bohrinsel aus dem Wasser gefischt. Okay. Was er uns erzählt, war mehr als merkwürdig. Jetzt sind wir wieder auf unserem Schiff. Ben, I'm receiving a distress signal here from an EPIRB on 121.5 megahertz. The ID is from an oil rig that's right around here. That's unusual. Did anybody radio a distress call from the oil rig? We didn't receive anything. Strange. We're going to take a look at it.
Put the position of that transponder up on the nautical chart. Unfortunately, the position is too imprecise, but I've programmed a search area for your charts. So, halt jetzt sind wir vorher waren wir 13 Wochen zuvor, da sind wir in Richtung Bohrinsel gefahren, das aufzuklären. Jetzt sind wir aber 6 Monate davor, halt was ein weiterer Zurücksprung ist. Das ist das, was muss ich ehrlich sagen, das hasse ich bei Filmen, das hasse ich bei Spielen. Das Herumspringen in der Zeit, wenn man sich das nur kurz eingeblendet bekommt und man nachher nicht weiß, wo man ist, wo man sich wirklich befindet. Das muss ich ehrlich sagen, das kann man besser machen. Das muss man einfach sagen. So, wir sind jetzt auf der Suche normalerweise, da hat es einen Notsignal gegeben, einer über Bord oder sonst irgendwas, aber die Bohrinsel hat kein Signal gegeben oder sowas. Wir müssten jetzt, glaube ich, den aus dem Wasser rausholen, den da vorher durchgefunkt wurde jetzt gerade. So wie ich das verstanden jetzt zumindest. Halt, das ist, was ich ein bisschen hasse bei dem Spiel, wenn es so extrem weite und dann so undurchsichtig. Wenn es nur einmal in die Vergangenheit und einmal in die Zukunft springt, dann ist es okay. Okay, we're in the search area now. The source of the signal has to be here somewhere. Finn, you'd better take our daughter boat to search for any castaways. You'll be closer to the water in the small boat, and we'll have a better view over any swimming objects. Their chances of survival are also much higher with the daughter boat, should you accidentally run over them. Very funny, Fatima. This isn't my first time doing this. I know, I'm sorry, Finn. So, wir sollen da jetzt mit dem kleinen, ich glaube da draußen ist wer. Wenn man da so schaut, schaut es da hinten noch aus. Das könnte was sein. So, wir haben wieder natürlich auf der rechten Seite unseren Helden zum Entern, zum Rausholen, nicht zum Entern. So, den haben wir jetzt einmal gerettet. Ein Mann der Bohrinsel. So. Fatima, Coleman. I found the source of the distress signal. It's a castaway. Out here on the high seas? But there's no boat anywhere Ja, near aber here. die He Bohrinsel. doesn't even have any kind of life jacket on or anything. He can't have been swimming out here for too long. No life jacket. Is he still alive? He's breathing, but his body temperature is very low, and I can hardly feel a pulse. Please get him on board as quickly as possible so we can help him. I'll hurry. Bin schon am Weg, bin schon am Weg. A murder! Ein On the Mord? oil rig! Help! Was? Weird, he's muttering something about a crime that took place on the oil rig nearby. But it's hard to understand anything with the state that he's in. Get him on board first. You can question him once he's been stabilized. Ja, Oh wir- no, the poor guy really is half frozen to death. Please take care of him. Of course. Help! Don't let him get away! Murderer! On the oil rig! Don't worry. We're going to look into it. Let's run some checks first and take care of you. We'll get you a warm cup of tea so you can get your strength back. Finn, do you think he's talking about the oil rig nearby? Well, he couldn't have swum much further than from there. I'll check up on it and have a look around the place. Do that. Once the man has gotten his strength back, I'll get him into the interrogation room. You can have another go at questioning him. Thanks, Fatima. So, was sollen wir jetzt genau machen? Wir haben den Schiffbrüchigen an Bord. Er ist ein Verhör mit den Schiffbrüchigen führen. Ja, okay, das habe ich mir jetzt gedacht. Das Lustige ist, sie sagt, ich soll mir halt. Er erzählt jetzt gerade, er schaut sich bei der Bohrinsel um. Und ich habe mir schon gedacht, ja, gehen wir gleich mal in den Verhörraum, weil da ist es am sinnvollsten. Und jetzt werden wir den Verhör there führen. you are. I don't know how to thank you. You saved my life. No need to thank me. I'm just doing my job. That may be, but for me, you're a hero. Why don't you just let me know exactly what happened? So, wir wollen natürlich alles wissen. Ich würde sagen, wir gehen einfach von oben nach unten. Geht es Ihnen wieder besser? Are you feeling a bit better? Yes, thank you so much. You're my savior. Ja, nur nicht so hochtrabend bist, das ist nur mein Job. So, wer sind Sie und was machen Sie hier draußen? Who are you, and what are you doing out here? My name is Ben. Benjamin Muller, to be exact. I'm from the Petro Tower 5. It's the oil rig right nearby here. I've been a cleaner there for the last few months. My father also used to work on the oil rigs before me. And where is your father now? He was killed in an accident on the oil rig some time ago. Oh, that's tough. I'm very sorry to hear that. So, sein Vater ist irgendwie auf der Ölbohrinsel
bei einem Unfall umgebracht oder ja, gestorben, sagen wir so. Und wahrscheinlich glaubt er, dass da irgendeine Verschwörung dahinter ist. Deswegen hat er sich nachher als Putzkraft auf der Bohrinsel eingesetzt. So, warum schwimmen Sie hier ganz alleine? Why were you out here, swimming on your own in open waters without any safety gear? I had to escape quickly. Someone had been killed on the oil rig. I was afraid for my life. It just happened tonight during my shift. I think it was around 2 a.m. And you were swimming here in the ocean since then? Yes, and thank God you found me. Okay. You mentioned something about a crime on an oil rig earlier. A murder? I heard screams in the lower part of Module A. I wanted to see if anybody needed help. And then I saw him. An ogre who I'd never seen on a rig before. Ein Ogre. Ogre? Oh yeah, a huge guy. Okay. And he wasn't alone either. There was a whole group of people there. With torn up clothing, some of them completely naked. And the ogre sich was nach herding them Flüchtlingen an. along and beating them. What happened next? It was horrible. One of the victims refused to go along with it anymore. And I guess the ogre just lost his patience. He smashed his skull in with a pipe. My God. I was frozen with shock and felt my body go ice cold. But then, he saw me and started coming in my direction. I thought I was gonna die. I dropped everything and ran as fast as I could. He almost got me. Then I just jumped into the ocean. I just had to get away from there as fast as possible. Anything would have been better than to have been caught by that guy. Okay. Ich nehme Sie mit, Sie müssen nur was. Ich werde mich darum kümmern, Sie bleiben hier in Sicherheit. Wir können ihn beschützen. Wir müssen ihn I'm taking you mitnehmen. with me. You have to help identify the ogre. No! No! Doch, das musst No du. way. Scheiß dich nicht He's an. going to kill me. He saw me. We're there to Ich protect beschütze dich you. ja. We're the Coast Guard. For God's sake, please don't take me back there. I'm really sorry, but there's no other way. Ich würde auch sagen, das ist einfach der wichtigere Weg. So, was ist jetzt unser Log? Der Mann, den wir aus dem Meer gezogen haben, berichtet von einem Mord auf der nahegelegenen Bohrinsel. Die Bohrinsel einen Besuch abstatten, dafür nehmen wir die Look Fox. Die Look Fox ist unser kleines Schiff natürlich. So, ab geht's in Richtung... Na, ich muss zuerst rückwärts wegfahren. Sonst fahrt man nämlich gleich wieder rein. So, ab geht's in Richtung Bohrinsel. Wir waren zwar vorher schon in der Nähe, aber wieso müssen wir jetzt noch einmal? Das verstehe ich nicht ganz. Ist ein bisschen mühsam. Und ich glaube, er ist schon wieder alleine. Obwohl ich den einen mitgenommen habe. Na, es ist wichtig, dass wir einfach den mitnehmen. Weil da werden auf einer Bohrinsel arbeiten hunderte Leute, schätze ich jetzt einmal. Und der weiß einmal, wie der eine Typ ausgeschaut hat. Und dann weiß der, wo er sich aufhält, beziehungsweise wo das war. Und wir sind eh mit bewaffnet ausgestattet, halt. Ich glaube, dass da kein Problem sein wird. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Wir stehen da jetzt, keine Ahnung, 2 Minuten Schifffahrtszeit, circa entfernt von der Bohrinsel, und fahren einfach nur geradeaus. Und es ist jetzt nicht sozusagen stürmisch oder sonst was, dass unser Schiff kentern könnte. Und auch wenn es stürmisch ist, glaube ich das Radio nicht. Petro Tower 5. This is Luke Fox. Petro Tower. This is Luke Fox. Over. This is Olson from the Petro Tower 5 oil rig. How can I help you? Ja, halt, dass jetzt der Weg weit ist, aber jetzt ist was eh wenigstens zwischendurch passiert und unser Schiff ist nicht so, aber es ist halt vom Weg her ziemlich weit und das ist das, was ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, da gibt's nichts, halt, da gibt's keine Schwierigkeiten. So, mein Name ist Finn von der Küstenwache, wir müssen, ja, zuerst einmal sagen, wer ich bin. I'm from the Coast Das Guard. ist das We Wichtigste. have reason to believe that a murder may have taken place on your premises. That's horrible. And how can I help you? Ja, wir müssen eine Untersuchung We're going to have to come on board your oil rig for an inspection of the premises. I'm sorry, I can't allow that. I have strict orders from my boss to only grant docking permission to registered freighters during his absence. Boah, so What's machen wir with all das. this secrecy? Are you trying to hide something? Of course not. I'm just following orders. I'm sorry.
Die will uns nicht drauf lassen. Naja, wir müssen drauf We are bestehen. from the Ich brauche nicht mit dem Coast Chef Guard and are reden. going to have to insist on carrying out our investigation on your premises. Well, okay. Given the circumstances, of course you can dock. Na sicher darf Please ich. try and be discreet. The last thing we need here are scared and nervous employees. No worries. We'll dock with our daughter boat. So, übersetzen. Wir sind... Oh, das ist geil. Das muss ich ehrlich sagen, schaut einfach geil aus, wenn du da auf der Ölplattform herumspazieren kannst. Und ich würde sagen, wie die Ölplattform aussieht und was wir da jetzt alles herausfinden, werden wir uns erst im nächsten Part hier anschauen, wenn es hier weitergeht bei Coast Guard. Bis dann. Ciao.